Hallo, ein Hochzeitspaar hat sich von mir gewünscht, dass ich für sie ein Bild gestalte. Welch eine Ehre! Ich habe mir überlegt, ich möchte viel Symbolik in ein abstraktes Bild verpacken. Theresa und Josia, ihr Lieben, ich hoffe, ihr mögt es. Und nun zeige ich, wie ich es gemacht habe. Das ist ein gerahmter Bildträger aus Hartfaserplatte. Den habe ich selber gebaut und dazu findest du ein Video auf meinem Kanal. Das kann ich dir auch gerne unten verlinken. Mit einem matten Allzweckgrund grundiere ich meine Platte nun weiß. Aus diesem Dünnbetmörtel rühre ich mir eine Strukturpaste an. Für eine Fläche von etwa 50 x 50 Zentimetern reicht eine Menge von 12 Esslöffel von diesem Pulver. Ich füge Wasser hinzu und rühre es zu einer glatten Paste. Die Konsistenz sollte etwa so sein wie steif geschlagene Sahne. Diese Paste bringe ich jetzt 2 mm dick auf meine Platte. Jetzt kleckere ich den Rest einfach so auf die Platte. Zufällig landen die irgendwo. Jetzt habe ich etwa eine halbe Stunde Zeit, um dieses Relief zu formen, was ich mir vorstelle. Ich muss mich also etwas beeilen. Das stammt von einer Haarbürste. Das nehme ich jetzt dafür. Und das ist so eine Art Kindermesser. Das benutze ich auch.
So, mein Relief ist durchgetrocknet über Nacht und es ist ganz hart, leicht sandig, wie mir das so gut gefällt, und es ist ganz schön weiß aufgetrocknet. Ich brauche es also gar nicht mehr grundieren. Es wird etwas saugend sein, aber das ist vielleicht sogar gut. Nun will ich dir sagen, was ich mir dabei gedacht habe. Es ist zwar abstrakt, aber doch hat es eine Symbolkraft. Dieses Bild bekommt ein Hochzeitspaar zur Hochzeit geschenkt von mir und ich zeichne 2 Lebenswege nach. Hier kommt man rein, läuft hier in so eine Spirale hinein, macht eine Umkehrung, öfter einen Richtungswechsel, erschließt sich ganz neue Gegenden, umschifft Hindernisse, macht wieder Kehrtwendungen und landet schließlich in einem gemeinsamen Lebensweg. Das ist dieser hier. Genauso auf der anderen Seite. Diesmal ist der Einstieg hier etwas weiter unten, denn die Partnerin kommt aus dem südlicheren Deutschland. Sie geht diesen Weg, dreht auch wieder um, kommt hier wieder raus, geht in einen anderen Bereich, hat wieder so eine Spirale hinter sich und landet letztendlich auch hier in diesem Lebensweg, in dem gemeinsamen Lebensweg, der dann steil nach oben führt. Jetzt gibt es noch eine Besonderheit, und zwar hier. Beide Wege münden in den gemeinsamen Lebensweg, und zwar an dem Kreuz, denn es handelt sich um 2 Menschen, die beide Christusgläubig sind. Jetzt habe ich mir 2 Farben angemischt, mit denen ich die Wege farbig machen möchte. Das ist einmal ein Beige aus Ocker und Schwarz und Weiß und zum anderen ein Blaugrau aus Celinblau, Schwarz und Weiß. Die habe ich sehr stark verdünnt und damit möchte ich die Wege jetzt farbig machen. Die Zwischenräume zwischen den Wegen möchte ich wie eine Landschaft gestalten, und um farblich eine Einschätzung zu bekommen, dafür habe ich mir Gräser und Blüten aus dem Garten geholt und die hier mal draufgelegt.
Der Bräutigam kommt ja aus dem Garten- und Landschaftsbau. Insofern ist Pflanzen, Blumen, Gräser ein Thema. Und deshalb, denke ich, passt das ganz gut. Dies ist ja der gemeinsame Lebensweg, wo die sich getroffen haben und dann gemeinsam weitergehen. Der wird wahrscheinlich so gestaltet werden. Also die Farben der Einzelwege erscheinen hier leuchtender, weil die Gemeinsamkeit sie zum Strahlen bringt. Ich benutze verschiedene Acrylfarben, zum Beispiel Laubgrün und Olivgrün. Die mische ich mir mit Indischgelb und Ocker. Außerdem benutze ich auch verschiedene Grüntöne als Aquarellfarben. Jetzt werde ich die Wege säumen mit Gelbtönen.
Um diese Brocken, die im Weg liegen, mache ich einen Schatten, eine Schattenwirkung. Das ist Orange mit lichtem Ocker. Damit lasiere ich die Hälfte des Weges. Ich mache den Rand weich, indem ich da nochmal mit einem Wasserpinsel rüberfahre. Die andere Wegseite bekommt eine Lasur aus Paynes Grey und Zylinblau. Ich werde jetzt noch ein paar Yton-Kleberkleckse, wie hier, ergänzen. Ich habe mir noch ein bisschen angerührt und schmeiße die jetzt drauf. So, ich habe jetzt so ein paar Punkte gesetzt, rote Blüten, aber gerade fällt mir auf, dass mir das hier nicht gefällt, dieser gemeinsame Lebensweg, der zweigeteilt ist, und irgendwie gefällt es mir nicht. Ich decke es erstmal wieder mit Gesso ab. Ich habe mir noch mehr Masse angerührt von dem Yton-Kleber und setze hier noch so ein paar Kleckse rein. Also ich habe mich jetzt entschlossen, diesen Weg blumenbestreut darzustellen.
Es sind gläubige Menschen, deren Lebenswege sich hier treffen. Und zwar treffen sie sich am Kreuz. Und als i-Tüpfelchen werde ich jetzt vom Kreuz ausgehend noch eine zarte goldene Linie durch diesen gemeinsamen Lebensweg gestalten. Das mache ich mit einer Metallic Stoffmalfarbe. Den Rahmen lackiere ich nun weiß glänzend. Die umlaufende zarte Brechungslinie wird passend zum Bild grün. Nun danke ich dir für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Wenn dir meine Arbeit gefällt, gib mir einen Daumen hoch, vielleicht einen Kommentar und abonniere gerne meinen Kanal. Ich würde mich freuen, wenn du wieder reinschauen würdest in Marcis Atelier. Bis dahin, Gott segne dich und deine Projekte. Tschüss.